Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der AJ's Garage. Heute möchte ich euch einmal darüber informieren, was ich eigentlich mit diesem Nissan Skyline vorhabe. Normalerweise, wenn man so ein Auto kauft, so wie im Zustand wie der hier ist, wird man das Auto gleich zerlegen in alle Einzelteile und es wird eine jahrelange Restauration beginnen. Das habe ich die letzten 20 Jahre immer wieder gehabt. Das möchte ich das mal nicht haben, sondern mein Plan ist, das Auto TÜV fertig zu richten, die Bremse neu zu machen, Service am Motor machen, einige Sachen instand setzen, den Innenraum auf den Stand bringen, wo man sagen kann, da kann man mitfahren. Und dann, wenn das Auto TÜV hat, möchte das auf GTR-Optik umbauen. Einige Teile sind schon da. Es wird ein technischer Umbau stattfinden. Ich werde am Motor was umbauen, getriebetechnisch. Und erst danach wird irgendwann ein Zeitpunkt kommen, wo ich eines schönen Herbsttages das Auto anfange auseinanderzubauen. Und dann wird es richtig gut und schön lackiert. Aber bis dahin möchte ich erst einmal einige Kilometer fahren. Ich möchte die Technik, die ich umbaue, ausprobieren, bevor ich alles wunderbar lackiert habe. Genau. Ich habe mir vorgenommen, den ganzen Weg von dem Auto, den ich mit dem Auto mache, zu dokumentieren, euch teilhaben zu lassen. Würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr das gut findet, was ich mache. Und wenn ihr einfach das Video teilt an Leute, die vielleicht auch Interesse haben, so diesen seltenen Nissan hier mal kennenzulernen. Wie ist er gebaut? Was für eine Technik hat er? Und wo kriegt man die Teile her? Und wie fährt das Ganze dann? Ein notwendiger Umbau für die Zulassung auf deutscher Straße ist auch der Umbau der Scheinwerfer, weil in Japan ist ja das Auto auf dem Linksverkehr gefahren, in Deutschland fahren wir auf dem Rechtsverkehr und die Scheinwerfer passen natürlich von Japan nicht auf unsere Straße. Und jetzt gucke ich mal heute, ob ich die Scheinwerfer ausbauen kann, damit ich mal sehe, wie groß die sind, wie die befestigt sind und was ich kaufen muss, um Scheinwerfer für den Rechtsverkehr unterzukriegen.
hier sind die Scheinwerfer, wo wir gerade ausgebaut haben. Oder wo ich ausgebaut habe. Und ich wollte euch mal das zeigen, wie das aufgebaut ist. Interessant ist, bei diesem Fernscheinwerfer hier, seht ihr, das sind zwei einzelne Pins. Und wenn ich da mal gucke, ich weiß aber nicht, ob ich das irgendwie in Kamera einfangen kriege, gehen die zwei Pins einfach mit einem Draht in den Rein, da ist ein Wendel drin. Und das ist dann das sogenannte Leuchtmittel. Was ich mich gefragt habe, ist, wie man das Leuchtmittel austauscht. Keine Ahnung. Was ich aber auf jeden Fall austauschen will, ist der Scheinwerfer hier. Wenn wir den von der Rückseite angucken, diesen dreipoligen Anschluss, den kennen wir ja. Allerdings kommt ja ein anderer Scheinwerfer rein. Interessant ist, wie man den Scheinwerfer jetzt aus dieser Halterung entfernt. Ich habe hier 3 Schrauben. Ich hoffe, man kann es sehen. Und die habe ich jetzt schon gelöst. Und wenn ich jetzt hier an diesem Chromring drehe, kann ich den Chromring abnehmen. Und dann kann ich einfach den Scheinwerfer rausnehmen. Interessante Sache. Ich habe diesen ausgebauten Scheinwerfer jetzt vermessen. Außenmaß etwas über 142 mm. Diese Kante hier, wo dann die Wölbung anfängt, hat irgendwie so 135 mm. Dieser Chromring hat ein Innenmaß von ein bisschen mehr als 145 mm. Das heißt, dieser Scheinwerfer hat in diesem Chromring auch ein bisschen Luft. Ich muss das Maß von dem Scheinwerfer nicht ganz treffen. Der darf auch minimal größer sein. Und habe dann im Internet einen Universalscheinwerfer von einem großen Anbieter gefunden, gekauft, bestellt. Jetzt gucken wir mal, wie der passt. Der ist ein bisschen größer. Der hat ein Außenmaß, ganz an der Kante. Sollte er ein bisschen größer sein. Da hat er anstatt 142 hat er 145. Und diese Kante hier, die hat 135. Mit diesem Chromring außenrum. Ja. Ihr seht schon, er hat hier solche Lasche, die der andere Scheinwerfer nicht hat. Wenn die stören, machen wir sie halt weg. Vielleicht können wir sie auch nutzen für irgendwas. Gucken wir mal, ob er hier reinpasst. Ja, mit diesem Dichtgummi hier hinter ist es ein bisschen schwer. Wenn wir da ein bisschen den reindrücken. Ja. Also würde irgendwie gehen. Mit diesem Chromring passt auch ganz ordentlich. Ich sehe jetzt, diese Lasche hier unten ist da ein bisschen im Weg, um den Chromring zu befestigen. Die werde ich wohl entfernen. Jetzt ist er aber ja noch nicht arretiert. Der alte Scheinwerfer hat ja hier vorne so eine Nase, die hat er auf der Rückseite, damit ist er in dem Blech arretiert. Ihr seht, hier hinten sind so Nase dran. Der hat es natürlich nicht, aber wenn ich jetzt mir ein Blech mache, das von dieser Befestigungsschraube zu dieser Lasche geht, dann könnte ich ihn ja verdrehsicher einbauen. Und ich denke, so werden wir das machen. Mit dieser Dichtung hier hinten, das ist noch ein bisschen eine enge Sache, jetzt ist sie ab. Aber wenn ich den mal ohne Dichtung reinhalte, mit diesem Ring hier, ja, dann sieht es schon mal ganz brauchbar aus. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Genau. Also mit dem Bild bin ich auf jeden Fall mal einigermaßen zufrieden. Jetzt ist er natürlich noch nicht verdrehsicher, aber wie gesagt, ich werde ja Blech machen von hier nach hier. Und dann habe ich meinen Rechtslenker, Rechtsfahrscheinwerfer, um den Gegenverkehr nicht zu blenden,
Wie ihr seht, habe ich jetzt den Scheinwerfer mal montiert. Ich habe jetzt am Auto quasi nichts ändern müssen bezüglich Bohrer, Flexe, Schweiße, sonst irgendwas. Im Auto ist alles original. Ich habe jetzt diesen Scheinwerfer einfach so montieren können. Was die Optik angeht, nun, er ist eingebaut, er hat ungefähr der gleiche Durchmesser, aber man sieht jetzt, das ursprüngliche Glas ist gewölbter als der hier. Der hier ist glatter und er ist auch etwas erhabener, er kommt etwas weiter nach vorne. Und wenn man das so anguckt, wenn ich jetzt diesen Originalscheinwerfer drinnen lasse, über die nächste Zeit oder überhaupt, dann sieht man da einen deutlichen Unterschied. Ich muss sagen, es gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Ich werde ihn jetzt einfach mal drin lassen, zurückgeben kann ihn eh nicht mehr. Werde aber Ausschau halten noch nach einer vielleicht optisch passenderen Scheinwerfer. Ja. Also es würde gehen, es ist ein H4-Scheinwerfer. Ich würde so auf jeden Fall TÜV bekommen, da bin ich davon überzeugt. Aber ich sehe es jetzt mal als Zwischenlösung. Das Thema bleibt also offen für mich. Trotz allem bin ich froh, dass ich ihn habe so montieren können, ohne viel am Auto zu ändern.